strong, just like a love song. Baby, it's haunting me. Don't know what you're thinking. Ach, schönen guten Morgen. Das ist ja schön, dass du eingeschaltet hast. Ich trinke erstmal meinen ersten Kaffee heute Morgen. Nicht mal im Kleingarten. Nein, ich bin in Thailand, im Isan unterwegs. Und es gibt trotzdem eine ganze Menge Obst und Gemüse zu sehen. Ich besuche hier derzeit nämlich meinen Freund René. Und der hat nicht nur ein Haus, sondern eine ganze Farm hier in Thailand. Und das würde ich euch heute ganz gerne mal zeigen. Vorausgesetzt, er hat Zeit und Lust. Lass uns mal schauen. Und jetzt habe ich gedacht, wir starten direkt mal bei René auf dem Grundstück. Es ist mittags und er ist schon den gesamten Vormittag dabei, seine Pflanzen hier zu wässern. Das hat er mir schon gesagt, dass das nicht in einer halben Stunde abgetan ist. Dauert ein bisschen länger. Und ich habe gedacht, jetzt befindet er sich gerade so ein bisschen im Schatten. Habe ich gedacht, da komme ich mal dazu und kann mal direkt ein paar Fragen stellen. René, du bist hier richtig fleißig am Tun. Ich schaue immer auf den Boden, weil ich habe letztens schon bei dir hier ein paar Aufnahmen gemacht und habe dann eine Schlange gesehen. Ja, hier hinten ist auch eine Schlange. Ja, noch. Ja. Mir ist dann ein bisschen komisch geworden, aber ich weiß auch, die greifen mich ja grundsätzlich erstmal nicht an. Du gießt jetzt schon echt ein paar Stunden, ne? Ja, also jetzt sind's, dann habe ich angefangen. Na, das ist der ganze Vormittag, glaube ich schon, ne? Also Ja, ich bin ja irgendwann, glaube ich, kurz nach 8 bin ich hier rausgekommen, da hast du auf jeden Fall schon getan. ja. Das ist schon eine ganz schön krasse Arbeit, weil du hast hier einige Bäume stehen. Gezählt hast du die wahrscheinlich noch nicht, oder? Nein, nein. Gezählt hast du noch nicht. Nein. Was ist das für ein Baum, den du hier gerade... Das ist also Thai Shampoo. Das sind so rote Früchte, so trompetenförmig. Shampoo, stimmt, das hast du mir schon mal erzählt. Ja, du hast ja auch schon gegessen letztes Jahr. Ah, weißt du, was das ist? Rose Apple heißt Ah, die. Hab ich ja, schon, sie haben Ähnlichkeit mit dem Apfel und sehen halt schon aus, ja, Rose, Trompete. die haben wir genau. bei dem Kloster gegessen. Genau, bei den ja, Mönchen gegessen. genau, die roten, Und da hat ja. mir meine Lehrerin empfohlen, weil ich meinte, naja, so mein Favorit waren die nicht. Da meinte sie zu mir, weißt du was? Die müssen auch richtig rot sein, damit sie richtig lecker süß sind. Ja. Und die damals, die waren relativ hell. Und Ja. deshalb meinte sie, das ist mit ihr Lieblingsobst, Ja. aber muss halt richtig rot sein. Und richtig süß sein. Und ja. dann sind sie halt richtig schön süß. Ja, genau. Und ich bin noch auf der Suche. Vielleicht finde ich sie ja denn demnächst. Ja? Ich weiß, wo es welche gibt, ja. Weißt du? Ja. Na, dann gucken wir mal, dass wir die ja auch noch besorgen. Weil wir können nachher mal oder vielleicht morgen früh dann zur Schwägerin. Die hat welche, hat Sehr schon gut. Früchte und sehr rot. Familienbesuch. Tiefrot. Das finde ich sowieso gut. René, du bist hier, Familienbesuch, ja, du bist hier zwar in dem Haus ziemlich alleine, ja, Ja. aber du hast Familie hier, ne? Ja. Also ich habe, klar, meine Schwiegermutter ist hier. Der Sohn meiner Frau ist hier. Der lebt auch zusammen mit mir im Haus. Klar, Neffe ist hier. Weil du bist mit einer thailändischen Frau verheiratet. Genau, ja. So, und genau. dadurch hast du hier direkt Anschluss und Genau. Anbindung. Ja. Und wir sind jetzt hier auch nicht in Phuket oder in Nein. Krabi, Nein. sondern wir sind hier. Im Nordosten von Thailand, im Isan. Ja, und jetzt haben wir mal einen kleinen Cut gemacht, weil unglaublich, es ist hier Mittagszeit, aber keiner hält sich an die Kleingartenregeln. Ist ein bisschen laut. Aber das Gespräch mit René werde ich natürlich fortsetzen, denn er hat noch einiges zu zeigen. Das hier ist ja im Grunde nur sein Hinterhof oder sein Backyard. Da gibt es eine ganze Farm und die wollen wir uns heute auch angucken, sogar mit Tieren. Da habe ich gerade eine schwarze Holzbiene gesehen. Richtig interessant auf jeden Fall. Ach, und wen sehe ich da? Einen süßen kleinen Hund. Coco, hier Wusche lecker, lecker, komm her. Ja, wie kommst du jetzt durch den Zaun durch? Weiß Coco selbst nicht. Ich stehe jetzt hier vor dem Haus von René und hinter dem Haus gibt es einige Bäume, wie auch vor dem Haus. Und ich bin super erstaunt, weil ich habe erfahren, dass Sachen hier richtig, richtig doll schnell wachsen. Und dazu werde ich René gleich mal fragen. Der versucht gerade in seine Kamera noch einen Akku reinzumachen und da wird er mir sicherlich auch was dazu sagen können. Wo kommst du denn auf einmal her? Wo kommst du denn auf einmal her, mein Schatz? Wo kommst du denn? Na, ganz einfach durch den Zaun. Wir stehen jetzt hier mal in deinem Vorgarten, kann man sagen, René. Und Genau, ja. du hast so viele Bäume hinten und vorne. Wie viele Jahre dauert das, ja, dass diese Bäume hier überhaupt groß werden?
Eigentlich nicht so schnell. Also wenn man sie eben regelmäßig bewässert, sage ich mal auch in den Wintermonaten, dann geht das eigentlich relativ schnell. Ja. Sag mal, René, diese riesen Kokosnuss, ja? Ist die 20 Jahre alt oder wann hast du die gepflanzt? Die haben wir gepflanzt 2018, 2019, als Mama hier war. Ja. Ah, okay, das ist ja gar nicht lange her. Und dann ist das so ein Riesending geworden. Aber Früchte trägt sie noch nicht. Nein, leider eben noch nicht. Also ich habe schon Kokosnussbäume gesehen, die nach 2, 3 Jahren schon Früchte haben. Ja. Ja. Aber eben dadurch, als wir nicht hier waren und, sage ich mal, die nicht vernünftig bewässert wird, auch in den Wintermonaten, dann wächst die natürlich langsamer. Ja. Die bekommt jetzt auch alle 3 Monate ein bisschen Salz, weil Kokosnusspalmen gern Salz haben. Okay. Genau, und seitdem wächst die eigentlich wunderschön. Ja. Was ist jetzt das für ein Baum hier? Der sieht sehr, auch noch sehr jung aus, aber der sieht sehr schön grün aus. Und Den hat meine Frau auch gepflanzt. Das müssten jetzt 3 Jahre, 2, 3 Jahre sein. das ist ein Pfirsich, oder? Das ist Lamjai. Oh, Lamjai. Das sind diese, hast du auch schon gegessen, diese kleinen, runden, bräunlichen Kugeln. Die so ein bisschen wie Litschi immer sind. Ja, ne? ein bisschen wie Litschi, ja, auch sehr süß. Ja. Ja, klasse. Ja, du gehst schon wirklich Selbstversorgung, wenn das dann mal alles wächst. Ja. Ich drücke die Daumen, ne? Ja. Blüten. Die Früchte kommen bei dem Baum meistens im Juni, August, so. Bin Ja. ich wieder nicht da, ne? Ja. Aber dann hat es auch ordentlich mehr Regen, hoffentlich. Ne? Da Ja, drücke ich das auf jeden Fall die Daumen. hoffe ich auch. So, jetzt wollen wir aber mal los. Jetzt wollen wir mal zum Grundstück, oder? Zur Farm. Das ist Genau. auch ein Grundstück, aber wollen wir uns da mal angucken. Ich sollte jetzt die Tiere mal füttern. Sag mal, können wir noch mal irgendwo an einem Shop vorbeifahren oder so? Können wir machen, ja. Das Du wäre brauchst gleich- sowieso noch ein bisschen Cola. Ja, ein bisschen Cola passt. Ich hoffe, dass nix. meine Frau das jetzt nicht hört, dass ich Cola trinke. Darf sie nicht? Okay, können wir Nicht ausblenden. zu viel, nicht zu viel. Ich habe da auf jeden Fall ein Auge drauf. Schwupps. Der Hund kommt wie immer auch mit. Ja, Heute ist Verkehr wie in Bangkok. heute ist Verkehr wie in Bangkok, sagst du? Ja. Naja, du, ich war ja die letzten Tage in Bangkok und ich kann dir sagen, ist ein bisschen mehr. Also ein paar mehr Motorräder, ein paar mehr Autos, aber weniger Hunde. Das muss man sagen. Ihr habt eine ganze Menge Hunde hier Ja, und auch die kleine süße Cola ist mit dabei, ne? die ist wieder dabei. Ja. Gucken wir mal, ob wir das sehen können hier. Oh, Hilfe. Ja, und das ist hier also dein Dorf. Genau. Wie heißt das? Ban Pon Go. Oh, okay. Ich hoffe, man hat das jetzt gut über dein Mikrofon gehört. Bang, Ban Pon Go. Bahn, Bonko. Ach, Willst hier du ist der zuerst Shop. laden oder nachher? ja, können wir jetzt machen, wenn wir schon mal hier sind, oder? Siehst du, das ist der Supermarkt, hätte ich jetzt fast gesagt. Nee, ist mehr Tante Emma, aber hier bekommst du so ziemlich alles, was du brauchst, oder? Alles, was ich brauche. Ja. Und du kannst auch Bestellungen aufgeben, glaube ich, ne? Wenn du Kann man irgendwas mal auch, haben ja. willst, Wenn du dann irgendwas Spezielles willst, wo sie mitbringen kann aus Akkad oder so, dann brauchst du nicht bringt bis sie dir nach- das auch mit. Dann musst du nicht extra nach Akkad. Meinst du, wir dürfen filmen? Ich denke schon, ja. Oder willst du mal fragen vorher? Sวัสดีครับ สวัสดีครับ ทำวิดีโอได้ไหม จำได้ ทำได้ Also darfst Video schauen, ja. ขอบคุณค ได้ รับ เห็นอยู่ตอนนั้นน่ะขี่มอเตอร์ไซค์เมื่อวันก่อนมั้งเห็น ใคร ห อ่ะ ลายวันแล้ว ใช่ใช่ วันก่อน ใช่ Ja, was? Sie hat dich schon vorbeifahren sehen, ja. Ah, okay, als ich mit dem Motorrad und der Sonnenbrille unterwegs war. Ich war ja sehr auffällig, muss man sagen. Ja, Ah, guck mal, und hier gibt es schon die ersten Snacks. Ja, genau, ja. ein paar Fischis, das haben wir auch auf dem Markt gesehen, ne? Und Leckereien. Oh, leider nicht die Reiskräcker, ne? Nein? Schade, da bin ich ja ein bisschen traurig heute. Ach, und auch kein Obst, wa? Ja. Mangos hat es da kleine. Mangos. Oh, die sind die grünen, oder? Ja. ไม่ Ja. หวานนะ มะขามหวาน มะขามหวาน เป็นมันลูกเล็ก อ่ะไม่ใช่ ไม่ใช่ อันนี้ ๆเปรี้ยวมาก เบี้ยวมาก ไม่ sehr sauer. Sehr sauer. Okay, also Ja. eigentlich für uns so, also du isst ja auch sauer gerne Mit Chili mit Chili. und Salz. Du nimmst ja sowieso ziemlich viel Chili für alles, ne? Ansonsten sieht es hier sehr bequem aus. Ach, guck dir mal den Sessel an mit Smartphone-Halter. Ja, genau. Ist das geil? Ist das geil, Leute? Das hat doch mal was.
Und hier kommt gleich Verwandtschaft wieder, ne? Ach, das ist ja unser. Ich wollte gerade sagen, die sieht ja aus wie Cola. Ja, Cola fühlt sich hier wie zu Hause, ja. Ja, das ist kein Hund, der aufpasst hier, wa? Ja, Also man kriegt hier alles Mögliche, was man haben möchte und noch ja. viel mehr. Du kriegst Kaffee, du kriegst Chips, du kriegst wirklich alles. Ja. Und das, wo du nicht so viel von trinken sollst, Genau, ja. die Cola. Genau. Naja gut, komm, nehmen wir mal trotzdem mit einfach, ne, heute, Weil Weihnachten ist. weil Weihnachten war und weil Besuch da ist. Die ist für mich. Ich gucke drauf, dass er nicht so viel davon trinkt. เต้าเจี้ยว ครับ มี ทำผักปุ้ง อ๋อ มีค่ะ มี เต้าเจี้ยว ครับ ทำราดหน้าก็ได้ อ่า เต้าเจี้ยว ขวดหน่อยมี Chakba? จากบาท Ah, das kommt von Baht, also von der Währung. Von Baht. Okay, Chakbat. 120 บาท 120. 20. So, jetzt haben wir alles und jetzt gehen wir weiter. Jetzt fahren wir weiter auf die Farm, würde ich sagen. Hier gibt es so eine kleine Wasserstation, wo man die Wassergallonen also selbst füllen kann, wenn man das möchte. Okay. Man kann sie sich aber auch nach Hause liefern lassen. Also die nehmen dann die leeren Gallonen mit Auch und nicht schlecht. bringen dir dann eine volle im Austausch. Kannst du noch mal sagen, was du gerade gesagt hast? Du bist hübsch. Ach, danke. Weißt du, was noch hübsch ist? Was? Dein Haus hier. Das kleine Haus am See. Ja, das kleine Haus. Ich muss einen Schritt zurückgehen, damit man es in ganzer Pracht sehen kann. Echt schön hier. Warum wohnen wir nicht hier? Wir können schon, aber aktuell sind zwar die Betten, habe ich aufgebaut, Ja. aber es fehlen Matratzen. Ah, okay. Wir hatten anfangs gedacht, die standardeuropäischen Größen passen auch hier oder gibt es auch hier, aber Ja, es nicht gibt so. hier keine 1,40 Matratzen. Ja, Okay. Das gestaltet sich noch ein bisschen schwierig. Also ich habe Matratzen gefunden bei Ikea. Ja, Aber das ist so ein bisschen so ein kleines dein Häuschen, wo du hier abends auch noch mal sitzt, wenn du ja, die Tiere versorgt hast. Ja. genau. Und ich finde, es sieht eigentlich aus wie ein geiles Ferienhaus. Also ich würde hier gerne mal Ferien machen. Es ist wunderschön, das Haus. Also ist ja gebaut worden auch von meiner Frau. Und ja, da hat sie sich mal wieder richtig verwirklicht. Ja. Hat sie sich mal wieder selbst übertroffen. Ja, Also ja. Also anfangs war ein kleines Häuschen geplant. Aus dem kleinen Häuschen ist dann doch ein bisschen größer geworden. Ja, ich hoffe, ja, weil du machst ja jetzt auch ordentlich Videos, wie wir sehen. Ich hoffe, dass du deinen Zuschauern auf jeden Fall auch mal zeigst, das komplette Ding. Ne? ja, Wir müssen jetzt aber die Tiere füttern. Ne? genau, ja, Also würde ich mal sagen, die haben Hunger. genau. Auf zu den Schweinchen und zu den Chicken. Hühnchen, genau. Ja, so machen wir das. Super. You keep me wondering, is our love strong? Just like a love song, baby, it's haunting me. Aber du hast jetzt aus dem einen Stall ein Ei rausgeholt, ja? Ja, das sind eben neue Hühner. Ah, okay. Ja, Die müssen sich nur einfuchsen quasi. ja. Witzig, Hühner, die sich einfuchsen, oder? Ja, genau, ja. Eigentlich nicht so passend. Ich weiß, sorry ihr Kleinen, aber oh, die warten nur neugierig gerade. Und hier wirst du wahrscheinlich mehr finden. Ja, Hier finde ich mehr, ja, wie viele Eier hast du definitiv. so am Tag ungefähr? Also ja, jetzt in der letzten Zeit sind es, sage ich mal, im besten Fall sind es 22, 23. Wow. Ja, Und du bist offen für Tipps, was die Hühner angeht, dass sie noch mehr legen, oder? Weil du willst ja ein bisschen, gern, mehr noch. kein Problem. Schreibt es in die Kommentare, wenn es da... Hühnerkenner, dann ab damit in die Kommentare. Body too. And baby, please don't think I run away from you. Das auch mal so machen. Ja, machen wir die. Ich muss zum Friseur, ich weiß. Ich nicht. Muss mit dem Handtuch mal drüber. Ne? Jetzt stehen wir hier vor deinen Tieren. Du hast Hühner und du hast Schweine. Genau. Und Fische. Und Fische, stimmt. Ja.
Aber erstmal haben wir im Hintergrund, hören wir vor allem die Chicks. Ja, genau. Das sind Meine Chicks. Ja. deine Chicks. Du hast eine ganze Menge Chicks hier, ja? So muss das sein in Thailand. Ja, Ne? ich sag zu meiner Frau auch immer, ich habe Pusaolai. Keine Vorurteile jetzt hier ne? über die deutschen Auswanderer. Die männlichen deutschen Auswanderer. Ja. Das sind echte Hühner. Genau. Und die legen sogar Eier für dich. Wie viele hast du da? Also es sind jetzt 57 Hühner und ein Hahn, ja. Okay, dann hat er ordentlich zu tun, würde ich sagen. Der hat ordentlich zu tun, ja. Aber ja, das kennst du dann ja auch, ne? Ja. Okay, wie viele Schweine sind es? Das sind 3 Schweine jetzt noch, ja. 3 Schweine. Ist das eine bestimmte Rasse oder? Das sind Wildschweine, ja. Wildschweine? Also sie sehen aus wie Wildschweine. Ja. Meiner Meinung nach sind es auch Wildschweine, ja. Und die Thais sagen hier Mu Ba. Also Ba. genau, Mu, Schwein Aha. und Ba, der Wald. Ah, okay, das leuchtet natürlich ein. Und die Hühner sind zum Eierlegen, die isst du nicht. Die Hühner sind nur zum Eierlegen da, ja. Ja. Genau. Und die Schweine, die legen keine Eier. Nein, die legen keine Eier. Die haben Pech gehabt, die Ja, haben genau. gegessen. Oder? Ja. Nein. Nicht? Also sehr ungern. Ja. Ja. Ist mehr dein Hobby dann? Ja, das ist mehr mein Hobby. Ja. Also ich habe letztes Jahr 12 Junge gehabt, die ich dann verkauft habe. Ja, ich möchte nicht wissen, also von den meisten weiß ich, dass sie es gut haben, da wo Ja. sie jetzt sind. Es sind sicherlich auch 2 oder 3 gegessen worden, aber ja, solange ich das nicht mitbekomme, Okay, du liebst deine Tiere also. Ja. Und selbst essen ist dann so, nein, nein. Okay. muss nicht sein. Ja, das kann ich ein bisschen nachvollziehen. So, und jetzt machen wir was noch? Wasser. Ach, Wasser. Genau. Gestern habe ich ja die Löcher gebohrt, mit Dünger vorbereitet. Für Bäume, für Fire Trees. Genau. Das sind so richtig schön rot-orange brennende Bäume quasi. Genau, ja. Und die hast du schon vorbereitet. Das kann man auf deinem Kanal sehen, ne? Wenn man den nämlich noch nicht abonniert hat, dann macht man das jetzt ganz schnell. Dann sollte man das tun, ja. Dann sollte man das ganz schnell tun. Das ist ein Cashewbaum. Davon hast du mir letztes Jahr schon erzählt. Genau. Und ich war völlig angetan von den Cashewbäumen hier. Ja, er hat doch dieses Jahr jetzt wieder wunderschöne Blüten bekommen. Ja. Und Früchte? Also das wird wahrscheinlich so Februar, März, wird er denn die Früchte haben. Ja. Na dann. Genau. Meine Frau wollte eigentlich, dass ich die Äste da mal wieder ein bisschen beschneide. Ja. Wo ich dann zu ihr gesagt habe, ich warte, bis da die Früchte durch sind. Aha. Weil, ja, wenn ich die Äste jetzt abschneide, dann kann ich zwar wieder schön laufen, sieht wieder schön aus, aber dann zerstöre ich somit auch die ganzen Früchte, die dran hängen. Die ganzen Blüten, genau. Ja. Da würde ich auch mit warten. Und von daher warte ich jetzt, bis die Früchte durch sind, bis er die Früchte alle verloren hat. Und dann werde ich den wieder beschneiden, sodass man hier wieder vernünftig laufen kann. Ja. Und was hast du neben Cashew noch am wichtigsten für Bäume hier? Kokosnussbäume. Kokosnussbäume, weil du Genau. gerne Kokosnüsse ernten möchtest. Es gibt bestimmte Leute, die lieben Kokosnuss, ja, und die kommen vielleicht eher zu Besuch, wenn es Kokosnüsse gibt. Ja. Also ich habe es mal grob gezählt, es sind annähernd knapp über 100 Bäume, ja. Kokosnussbäume. Ja. Wie viel Quadratmeter, wie viel Hektar habt ihr hier? Also das sind 18 Rai. 18 Rai sind 2,88 Hektar. Wow, das ist eine Größe. Oh, da hast du ordentlich zu tun, wie man sieht, ja. Auch mit dem Wässern, da läufst du aber nicht mit dem Wasserschlauch hier, oder? Nein, Da habe ich schon gesehen, hast du hier so Rohre liegen. Aber auch das ist aufwendig, weil du musst hin und her schalten, glaube ich, ne? ja, ich muss hin und her schalten, weil es hier auf dem ganzen Ebbe sind knapp 3 Hektar und auf dem ganzen Land habe ich nur 2 Wasserlöcher gefunden. Und die Wasserlöcher, selbst die geben viel zu wenig Wasser her. Also Tröpfchenbewässerung wie im Kleingarten kommt nicht in Frage. Ja, Aber es ist ein bisschen mehr wie ein Tropfen, Ja. oder kommt. Ja. Ein Tropfen auf dem heißen Stein, wie man so schön sagt. Ne? Also ich denke mal, René wird euch über die Bewässerung in seinem Film bestimmt auch mal ein bisschen mehr erzählen. Ja, Aber- also wenn es da Interesse gibt, Ja, dann auf jeden Fall Dann- immer in die Kommentare Ja. hauen, die Fragen oder auch Tipps. genau, Weil auch für Tipps bist du ja offen, hast du gesagt. genau, Jetzt haben wir die Tiere erstmal gefüttert. Du hast die Löcher für die Bäume weiter vorbereitet. genau. Kann weiter verfolgt werden auf deinem Kanal. Aber ich denke, wir gehen mal nach vorne. Können ja mal gucken, du hast da so ein riesig großes Gewässer, ja, Ja. wo du deine Fische auch drin hast. Genau, ja.
Genau. Und ein paar Pflanzen. Da gucken wir mal rein, wa? Ja, können wir schauen. Ja. Die isst du aber nicht alle alleine, oder? Nein, ich verkaufe die. Also eine Palette verkaufe ich für 120 Baht. Das deckt so gerade meine Ausgaben, die ich fürs Futter und für die Vitamine habe. Und habe aber dazu einfach auch eine eigene Eier, was zwar die letzte Zeit ein bisschen schwierig war, weil die Leute hier immer mehr meine Eier mögen. Ich habe dann eben 30 neue Hühner gekauft, aber die legen ja eben, hast du ja gesehen, immer noch zu wenig Eier. Ja. Und eben der Bedarf wird immer mehr hier. Also ich habe quasi immer mehr Kunden. Und wenn dann für mich eine Palette übrig bleibt, dann bin ich zufrieden. Also mein Gedanke wäre, dass man das eventuell auch als Ferienhaus vermieten könnte. Ja, Ich wäre dein erster Kunde auf jeden Fall. ja das wäre schön. Ja. Weil ich ja auch dein Ansatz, Nachhaltigkeit und so, ist ja alles mit Solar hier. Ne? Genau, ist alles autark. Also das wird. Hier haben wir leider eben, oder leider, also für mich ist es okay, gibt noch keinen Strom aus dem Netz. Ja. Und somit war für mich die Option halt Solar da. Habe das auch alles selbst, also mit Hilfe klar von einem Solarprofi, aber sonst die Elektrik ist alles von mir verlegt worden. Genau. Und heißt also, dass das ist hier wirklich ruhig. Also hier ist dann auch kein Ja. Fernseher oder irgendwas, ne? Nein. Hier ist Ausspann angesagt. Genau, hier gibt es keinen Fernseher, hier gibt es auch keine Klimaanlage, das wird sich gar nicht rentieren bei einem Holzhaus. Ja. Ja. Ah, sieht schon mal geil aus. Ich habe hier gerade schon gesagt den Leuten, dass du da Fische hast in dem Teich, ne? Ja. Was sind das für Fische? Ja, ich sag mal, so mit Europa zu vergleichen, ist es eine Welsart. Also es ist eine Welsart, wo drin ist. Es sind Barschart, wo drin ist. Und dann, was wohl am bekanntesten ist, ist der Catfish. Ah, Ja, den kenne ich auch. Und die schmecken alle auch. die schmecken alle hervorragend. Ja. Und ich habe auch gesagt, musst mich korrigieren, wenn das nicht stimmt. Das ist aber mehr dein Hobby, oder? Das ist mein Hobby. Ja. Also ich hatte letztes Jahr, hatte ich da im Nachbarbecken also eine kleine Fischzucht. Also ich habe kleine Fische angekauft, wollte sie großziehen. Zum einen ist wenig dabei rübergekommen, weil es hier auch einen Fischreiher gibt, also so eine Art Fischreiher. Und der mir da natürlich auch viele Fische geklaut hat. Also die Ausbeute war zum Schluss nicht sehr groß. Und wenn ich dann auch überlege, was ich fürs Futter ausgeben muss, habe ich das dann eigentlich wieder aufgegeben. Ja. Ja. Da habe ich mehr von den Hühnern. Und der See hier, das ist einfach ja, mein Hobby. Mein Hobby und das Hobby von meiner Frau. Man sieht es an den. Die Blumen, ne? Ja. Das Lotus, oder? Ja. Habe ich richtig gedacht. Also weil man sieht nein, ja diesen- Lotus nicht. Oh, doch nicht richtig. Boadang, sagen sie hier. Boadang. Also die kriegen ja die roten Blüten. Auch so seerosenmäßig dann, oder? Ist auch eine Seerosenart. Also man kann die Stängel essen, man kann die Wurzeln essen. Das ist ja das, was ich auf dem Markt mitgenommen habe. Stimmt, ja. Man muss Genau. nur wissen, wie man es zubereitet, ne? Ja, das, Lernst du aber auch noch. ja, sicher. Das wird dir das von der Verwandtschaft dann gezeigt wahrscheinlich, ne? Ja, also ich Oder habe deine schon mal Frau gezeigt sagt, wie- bekommen ja. und ich habe dir ja gesagt, ich würde es wahrscheinlich auch hinbekommen, aber Du wolltest mich auch nicht vergiften. genau, ich wollte dich nicht vergiften und Oder- dir nicht oder den mir ne- Geschmack Ich verderben. wollte gerade sagen, mir zeigen, dass es richtig lecker sein Dass kann. es lecker sein Ich kann. bin ja. immer noch gespannt. Ja, ja. Ja, sieht herrlich aus. Hast ein schönes. Und die Sonnenuntergänge hier sind natürlich auch wirklich einfach traumhaft. Und da kann ich nur sagen, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall zu René rüberschauen. Ja? Der hat auch heute ein Video direkt mitgemacht. Ja? Ja. Und wir werden also da seht ihr doch deutlich mehr noch. Da werde ich auch ein paar Sachen noch erzählen. Du hast mich ja auch so ein bisschen ein paar Sachen gefragt. Ja? Genau, ja. Und dann schaut doch mal rein, abonniert Renés Kanal und dann gebt mir auch mal ein Feedback, ob der das richtig macht. Ja? Und, weil ich habe ja nicht so viel Ahnung davon. Und schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr mehr sowas sehen wollt. Nee, wäre da auch dankbar, wenn bei mir in den Kommentaren was drin steht, was ihr vielleicht sehen wollt. Weil ich bin da offen für alles. Das soll es erstmal für heute gewesen sein. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, ob ich
noch ein Video machen werde, solange ich in Thailand bin, hier auf diesem Kanal. Ehrlich gesagt auch nur, wenn entsprechendes Feedback von euch kommt. Und ihr wisst ja auch, dass so ein bisschen in den Sternen steht, ob ich überhaupt im Kleingarten weitermachen werde. Ja? Also schreibt mal was in die Kommentare, was ihr wissen wollt. Oder wenn es euch richtig gut gefallen hat, weil dann machen wir einfach noch ein Video, auch für einen Kleingarten. Ja? Du machst sowieso deine Videos, ja? Aber dann machen wir da auch noch mehr. Bis dahin verabschieden wir uns erstmal hier aus Sakon Nakhon und wünschen euch einen schönen Winter. Ciao. Tschüss. Ja, das war auf jeden Fall wieder super, super interessant, eindrucksvoll, spaßig und ich muss ganz ehrlich sagen, kriege da eigentlich wieder richtig Lust. Beziehungsweise habe relativ wenig Lust, wieder zurück in meinen Alltag, Trott nach Deutschland zu gehen. Wenn ich sehe, wie schön René das hier hat, ja. Es ist eine Menge Arbeit, es ist viel Arbeit, aber auch eine Menge Freiheit. Ja. Es ist richtig toll. Also da überlege ich auch immer mehr, ob ich nicht sowas auch mache. Ja, Deutschland verlasse und hier in Thailand mein Glück suche. Warum nicht? Jetzt sehe ich gerade, ja, füttert gerade seine Fische hier. Das ist einfach nur romantisch. Der Hund ist mit dabei. Ich liebe ja Hunde auch, habe ja auch viele Jahre in Berlin Hunde gehabt. Aber war auch irgendwie immer traurig, dass die so eingezwängt sind in dieses Menschenleben-Korsett. Und das ist hier ganz anders. Also eine ganz andere Freiheit für Mensch und auch für Tier. Sicherlich, man muss auf einiges verzichten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, solange ich jetzt in Thailand bin, habe ich auf nichts wirklich verzichten müssen. Weil es gibt hier so tolle Sachen wie das Essen, das Klima, viele tolle Menschen. Also ich sagen muss, da fällt Verzicht auf einige Sachen, einige Luxussachen auch relativ einfach eigentlich, weil hier hat man anderen Luxus. Ja. Und dann denke ich daran, wie es weitergeht im Kleingarten. Die ganze Situation bei uns in der Anlage, mit dem Bezirksverband, alleine das zu machen. Ja, es stimmt mich definitiv nachdenklich. Also sage ich mal so, ich wünsche euch einen wunderbaren Restwinter oder mal gucken, was noch so kommt, ne, ihr Lieben. Ich freue mich. Bis dann. Euer Robert, hier aus dem geliebten Thailand.